Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ich habe mir überlegt, dass ich heute mal wieder einfach nur durchfließen lasse, was die Karten sagen möchten. Ich benutze das Golden Magic Lenormand von Gabi Mokros und wir gucken, was die Botschaft für heute ist. Ich warte, bis die erste Karte fällt und wir haben hier schon die Schlange. Bei der Schlange ist es so, dass sie vielleicht ein bisschen verstrickte Situationen anzeigt, vielleicht auch ein bisschen giftige Sachen, aber am Ende hat die Schlange auch eine gewisse Genesungstendenz mit drin. Und hier geht es speziell um den Bereich deiner Familie. Ich würde mal sagen, hier liegt etwas, was sich harmonisiert auf der seelischen Ebene, das dir lange irgendwie im Magen lag oder ja, auf die Nieren geschlagen hat, irgendwie sowas. Ne? Da ist eine Emotion, die fühlst du nicht beständig, die kommt immer mal so unverhofft hoch, möchte dann kommuniziert werden. Hier hat man vielleicht auch viele Gespräche emotionaler Art, die Erleichterung mit sich bringen. Es kann hier auch sein, dass du von außen irgendwie einen Einfluss kriegst, der dich kommunizieren lässt. Aber dieser Einfluss ist keine Gefahr. Es geht hier darum, dass sich etwas eröffnet, was dir nachher die Möglichkeit bringt, Entscheidungen zu treffen, Wege zu gehen, neue Möglichkeiten mit an Bord zu nehmen, Optionen, die du vielleicht bisher nicht gesehen hast, die so zurückgehalten waren, die jetzt plötzlich so einen Anschub nach vorne kriegen. Und dir, weißt du, wenn hier der Weg verstrickt ist und hier kommt von außen die Möglichkeit, dir ein neues Kapitel zu öffnen, dann kommst du wieder in die Bewegung rein. Ne? Da ist kein Rückzug mehr, da ist keine Stagnation, sondern da ist es möglich, erste Schritte zu gehen. Für die einen oder anderen zeigt sich hier ein berufliches Thema, beruflich neue Wege, Möglichkeiten. Vielleicht sind da ein bisschen Zweifel, vielleicht denkt der ein oder andere, ich habe nicht genug Wissen dafür, ich muss noch Wissen ansammeln, ich bin vielleicht nicht groß genug, mir dieser Sache zu stellen, aber ich sehe, dass diese Möglichkeit dir gute Wege bringt, Harmonie für dich zu kriegen, einen gewissen Frieden. Für die anderen, ich sage immer alle Szenarien, die hier liegen. Ne? Eine Karte hat viele Bedeutungen. Für die anderen, wenn wir uns hier angucken, hier so dieses bisschen verstrickt sein in emotionale Dinge, hat hier die Arbeit, die man da dran getan hat schon, eine gute Möglichkeit, tatsächlich jetzt in diese Phase zu gehen, wo man aus diesem Gelernten wieder was Neues macht, wo man die Zweifel weglässt, wo man sein, ja, ich würde mal sagen, seinen Rückzug beendet und wieder in die Bewegung geht. Möglichkeit Nummer 3, 4, 5 ist, dass es hier Dinge gibt mit deiner Buchhaltung. Also gucke hier speziell darauf, dass du alle Papiere beieinander hast, dass du vielleicht auf Schriftstücke auch guckst, die du ordentlich beieinander hast, sollte man sie brauchen. Manche haben hier vielleicht auch das Thema Arbeitsamt mit dabei, wo es um Schriftwechsel geht, die jetzt Möglichkeiten bringen. So, dann habe ich das Gefühl, das sich hier oben zeigt, ein bisschen mehr. Und zwar geht es darum, wie stabil oder wie vor Anker gekommen fühle ich mich im Leben und bei einem Gegenüber. Für die einen oder anderen kann es sein, dass sie hier über den Arbeitsbereich einen Kontakt haben mit einem Menschen, der hier
über den Beruf zu sehen ist, der ins Leben purzelt. Es kann jemand sein, der ein bisschen weiter weg von euch ist oder mit Fahren verbunden, mit Distanz oder im Ausland. Man sieht hier ein gutes Gefühl, wenn hier auch Zweifel sind, habe ich so diesen Mond als, ja, da geht emotional was vorwärts, da zieht man jemanden an, der gleich schwingt. Dann stehen einem vielleicht die Zweifel im Weg. Aber hier geht definitiv die Sonne auf. Bei allem, was man hier vertraglich oder verbindlich hat, kann hier über den Beruf sein eine gute Möglichkeit, eine Zweitgelegenheit, eine kleinere Möglichkeit. Aber natürlich gilt es auch für Beziehungsdinge. Ne? Wenn ich mich frage, wo gehe ich denn vor Anker? Bin ich gut angekommen? Kann ich hier eine gute Wende sehen, auch auf den kürzeren Zeitraum? Möglich ist auch, dass du hier mit Freunden oder mit Kollegen hier ein gutes Klima erschaffst. Es kann hier sein, dass sich auch Leute melden wieder, wo es Situationen gab, wo man im Unklaren stehen gelassen wurde oder wo andere mit reingeschwätzt haben. Das sind ja immer die Besten, ne, die dann meinen, sie könnten, wenn, ihr Urteil dazu abgeben. Aber das wirkt halt. Das gesprochene Wort hat hier immer viel Macht, hat immer viel Macht. Und vielleicht ist es ja auch eine kleine Aufforderung, mal zu gucken, wer in deiner Umgebung nährt dich, wer trägt dich und wer bringt dir mehr Drama mit ins Leben. Am Ende ist es hier so, dass wir Hindernisse überwinden, in die Klarheit gehen. Das betrifft hier unser ganzes Umfeld, die Family, die Verbindlichkeiten, die wir aus dem Zuhause raus haben. Das kann hier speziell auch eine Thematik sein, die sich über eins eurer Kinder zeigt oder über Beziehungsthemen, die Kinder mitbringen. Und es ist tatsächlich möglich, hier einen Neubeginn zu starten oder Dinge wieder neu aufblühen oder wachsen zu lassen, wo ihr lange gehemmt oder gehindert oder im Nebel rumgetapst seid. Für viele auch ein Neubeginn in Beziehungen, in Herzensangelegenheiten. Wenn ich das hier nochmal sehe, der Ring und die Sonne, das sind die besten Voraussetzungen. Klar, wenn ich Beziehungsthemen habe, die mir irgendwie auf der Seele brennen oder hier sich immer verstrickt zeigen, dann ist hier eine gute Auflösung zu sehen, wo einfach die Sonne wieder in Beziehungsthemen scheint, wo auch die Plätze, die hier vergeben sind mit bestimmten Menschen, sich ganz schön verändern können und hier für einen Umbruch sorgen, der unter einem guten Stern steht und der eine Phase auch ist, wo man so transformiert hat. Ja, da hat man fertig. Da kommt keine Situation mehr, wo du jetzt sagst, das verstehe ich jetzt nicht, warum schon wieder so oder so, sondern du weißt es einfach und kannst es so akzeptieren. Du hast es ausgelernt sozusagen. Das, was hier klein ist und noch wachsen darf, steht unter einem guten Stern. Das sind all deine Herzensangelegenheiten, tatsächlich Dinge auch, wo du dir vielleicht ein bisschen Gedanken um Kinder oder auch Haustiere gemacht hast. Und ja, ich sehe einfach die Bereitschaft dazu, zu ernten, Geschenke des Lebens anzunehmen und Schwierigkeiten auch mehr hinter dir zu lassen. Hier kommt so eine schicksalshafte Wende, das ist das, was ich meinte, ne? Wenn hier oben etwas abgeschlossen ist und die Sonne drüber strahlt, dann kann hier diesem Kreuz, diesen Blumen, die man nicht geerntet hat, nennen wir es mal so, vielleicht auch verbunden mit einer familiären Sache, mehr der Rücken zugedreht werden. Man erkennt selber, man kann, hier der Verlust von Karma, ich zeige es euch nochmal, ne? Die Maus nagt die Belastung weg und endet hier in den Blumen drin. Das heißt, du kriegst hier für diese Aufgabe dein Goodie, deine Belohnung. Und ich habe hier, dass du Veränderungen bekommst, mit denen du dir ein sicheres Gefühl hier erschaffen kannst. Ne? Sieht man es noch oder muss ich nochmal neu anfangen? Ich schiebe ein bisschen.
Hier sieht man so die Konflikte, die man mit dem Leben hat, an der Wurzel dran, ja. Und das spiegelt sich ja sehr da mit oben. Hier ist die Krone, hier ist die Wurzel und ich habe hier so einen Lebenskonflikt, der sich immer wieder einschleicht, wo man sich unsicher fühlt, wo man sich vielleicht gebunden fühlt an Kreisläufe, die nicht gut sind oder sich giftig anfühlen. Und hier kannst du sehr gut diesen Konflikt abnicken. Ja? Da gibt es keinen Konflikt mehr, das löst sich auf und du weißt für dich, was Sache ist, und wenn die Emotion schwankend ist oder mit Zweifel einhergehen, so fragst du dich nicht mehr, liegt es an all den anderen, sondern deine Seele weiß, warum die Dinge so sind. Das ist ein Prozess, der auch ganz viel Entwicklungspotenzial mitgebracht hast, wo du aber jetzt auch schon ernten darfst, ne? Die Bereitschaft ist auch da, das zu tun. Lass mich mal gucken, ob ich das ein bisschen differenzieren kann. Ja, der Umbruch. Der Umbruch zu etwas, was nachher Früchte bringt. Und du darfst ja mit Entschlossenheit vorangehen, um deinen natürlichen Flow zu kriegen. Hier unten haben wir noch die guten Nachrichten. Ein kleines Engelchen möchte ich noch für die Legung und dann haben wir, glaube ich, hier genug für den Tag, um drüber nachzudenken. Ich liebe diese Legung, weil da gibt man einfach nur durch, was man empfängt, ohne auf Häuser zu gucken oder so. Da spricht die Intuition mit durch. Und was haben wir hier? Den Engel der Achtsamkeit. Auch in meine Brille. Der Engel der Achtsamkeit hilft dir dabei, im Augenblick zu leben und aufmerksam gegenüber den Dingen des Lebens zu sein. Öffne dein Herz, achte ganz bewusst auf das, was du tust und erkenne, was um dich herum geschieht und was wirklich wichtig ist. Besinne dich dabei auf die wesentlichen Werte wie Liebe, Ehrlichkeit und Dankbarkeit, denn darauf begründet sich dein Wohlbefinden. Die Botschaft deines Engels: jeder Augenblick ist einzigartig, erlebe ihn bewusst. Guckt mal, wenn ihr hier diesen Stapel hier nochmal rauszieht, ne, weil ja hier gesagt wird, öffne dein Herz. Das sieht man hier total. Ne? Dein Herz hat hier ein Fundament. Und mit dem Kind haben wir natürlich auch dieses freudige, neugierige wieder auf das Leben und die Liebe zugehen, die Hindernisse in der Vergangenheit sein zu lassen und uns darauf zu konzentrieren, was uns ein Fundament bringt, für das wir dankbar sein können. Mit kindlicher Neugierde wieder etwas Neues entstehen zu lassen, anstatt sich zu beschneiden. Oder etwas sich wegnehmen zu lassen durch irgendetwas, was in uns tickt oder wirkt. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.